und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Einfaches Lied, große Herausforderung. Auch wenn du schon fortgeschritten bist auf der Blockflöte, bleib unbedingt dran, denn das ist auch für dich gültig. Und wenn du erst ganz am Anfang bist und vielleicht unser Liedchen schon spielen kannst, dann erst recht. Und unser Lied heißt Alle Vögel sind schon da. Also dieses Volksliedchen Alle Vögel sind schon da, kennen bestimmt viele von euch. Und ich zeige euch jetzt mal 7 Dinge daran, die entweder eine Herausforderung für euch sind oder die ihr zu einer Herausforderung machen könnt, wenn es euch zu einfach ist und auf jeden Fall dadurch profitiert für euer Blockflötenspiel. Wir fangen mal mit dem einfachsten an. Die erste Note ist eine punktierte Viertelnote. Die hat 1,5 Schläge. Man könnte sich das auch so denken, dass sie zusammengesetzt ist aus einer Viertelnote, also einer Einschlagnote, und einer Achtelnote. Also der Punkt hinter der Note, der verlängert die Note nochmal um die Hälfte ihres Wertes. Also sie hat nicht einen Schlag, sondern 1,5 Schläge. Das könnte für manche schon eine Herausforderung sein, also diejenigen unter euch, die gerade ganz neu angefangen haben, ein Instrument zu spielen oder Noten zu lesen. Diejenigen von euch, die vielleicht seit ein paar Monaten erst spielen. Da ist der Vorteil, wenn ihr das Lied kennt und auch den Text, dann merkt ihr ja beim Singen auch, dass die erste Note ein bisschen länger dauert. Dann kommen wir gleich zur zweiten Herausforderung, nämlich das Ganze hat ein B als Vorzeichen. Wir haben hier das Lied Alle Vögel sind schon da in F-Dur und das ist jetzt vielleicht auch für die Fortgeschrittenen unter euch interessant. Woher weiß ich jetzt, dass ein B vorne F-Dur bedeutet? Da gibt es so einen schönen Spruch für die Bs als Vorzeichen. Es gibt ja auch Stücke mit 2 Bs vorne, 3 Bs, bis zu 6 Bs. Das müssen wir zum Glück nicht oft spielen auf der Blockflöte, aber woher weiß ich jetzt, dass ein B F-Dur bedeutet, 2 Bs B-Dur, 3 Bs S-Dur und so weiter? Da gibt es einen Spruch, den könnt ihr euch merken, nämlich für beide Esser, A's, dessen Geselle. Und davon nehmt ihr immer den Anfang des Wortes, also für ist F, also ein B F-Dur. Beide ist B, 2 Bs ist B-Dur. Esser, davon nehmt ihr die ersten beiden Buchstaben, S, also S-Dur, hat 3 Bs. Für beide Esser As, und da müssen wir das scharfe S in 2 Esse aufteilen, dann haben wir das As, also 4 Bs bedeutet As-Dur. Für beide Esser As, dessen Geselle heißt es ja. Dessen, also des, D-E-S, des-Dur, hat 5 Bs. Und Geselle, da nehmen wir Ges. Ja, also ein Stück mit 6 Bs ist in Ges-Dur. Aber es gibt all diese Vorzeichen auch in den Molltonarten und dann sind es wieder andere Tonarten. Das gilt jetzt nur für Dur-Tonarten, aber wir wollen ja hier jetzt auch nicht groß Musiklehre betreiben. Ich wollte euch das nur mal sagen, wie ihr da so ein bisschen mehr durchblicken könnt. Auf jeden Fall haben wir als Herausforderung hier auch das Stück mit dem B zu spielen. Und das B ist ja ein Gabelgriff, so nennt man das. Das heißt, in der linken Hand sehen eure Finger, wenn sie auf den Löchern entsprechend drauf sind, aus wie eine Gabel, so eine Mistgabel vielleicht mit 3 Zacken. Und in der rechten Hand habt ihr dann noch den einen Finger mit drauf, beziehungsweise ich spiele das B lieber nicht mit diesem Finger, sondern mit den beiden darunter, weil ich finde, dass das besser gestimmt klingt. Aber viele von euch werden das B so kennen und es ist auch völlig okay. Es macht einen minimalen Unterschied zu dem anderen. Auf jeden Fall ist so ein Gabelgriff immer schwer sich zu merken, wenn man erst anfängt und vor allem in Kombination mit anderen Tönen dann nicht so ganz einfach zu spielen. Da kann ich euch nur als Tipp geben, dass ihr auch zum Beispiel bei so einem Liedchen
mal diese Griffkombinationen zwischen dem B und dem nächstfolgenden Ton oder zwischen dem B und dem Ton davor extra übt. Die dritte Herausforderung bei diesem Lied könnten die hohen Töne sein. Und da, wie gesagt, nicht nur Einsteiger, Anfänger aufgepasst, sondern auch die Fortgeschrittenen unter euch. Denn da will ich noch mal auf so ein paar Punkte hinweisen, die ganz wichtig sind bei den hohen Tönen. Also natürlich, abgesehen von einem möglichst gestützten Atem, also eine Atemstütze, eure gesamte Haltung muss gut sein, damit euer linker Daumen, der für die hohen Töne sorgen muss, schön entspannt ist und frei von Druck. Ihr müsst nämlich für die hohen Töne das Daumenloch ein wenig öffnen. Jedenfalls für die hohen Töne ab dem E. Und da will ich noch mal darauf hinweisen, dass das nicht halb geöffnet sein sollte, sonst sprechen die ganz schwer an und klingen auch nicht so gut, sondern ihr müsst das Daumenloch nur einen Spalt weit öffnen und möglichst eine Knickdaumentechnik verwenden. Dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr so eine Haltung habt, dass euer Daumen überhaupt frei beweglich ist und dass ihr die hohen Töne gut rausbekommt, indem ihr das Daumenloch nur ein ganz kleines Stück öffnet. Für die Anfänger, die noch keine hohen Töne gespielt hatten bis jetzt, ist das vielleicht viel neue Info. Für die Fortgeschrittenen unter euch, achtet noch mal drauf, ob ihr wirklich euren Daumen sauber bewegt, ob ihr nicht von der Schiebedaumentechnik doch lieber zur Knickdaumentechnik umstellen wollt, damit das Treffen der hohen Töne kein Wabonk-Spiel ist, sondern immer klappt. Achtet auch noch mal drauf, ob ihr die hohen Töne nicht unnötig laut spielt. Sondern dass euer Atemstrom schnell fließt, ohne laut zu spielen. Ja, als vierte Herausforderung, die in dem Stück auftaucht, möchte ich mal das Legato nennen oder auch die Bindungen, die da drin vorkommen. Erstmal ist ja die Frage, muss man die überhaupt spielen? Denn warum steht hier eine Bindung drin, also so ein Bogen zwischen den Noten, der besagt, dass ich die erste Note mit der Zunge anstoße und die zweite nicht, dass ich sie also anbinde. Aber wieso steht der hier in dem Lied drin? Weil es eben ein Lied ist mit einem Text und an den Stellen, wo hier die Bindungen stehen, da ist jeweils eine Silbe auf 2 Töne, also eine Silbe des Textes auf 2 Töne verteilt. In der Melodie ohne den Text sind es aber einfach 2 Töne und ich kann das jetzt auch so machen und das ist jetzt wieder auch was für fortgeschrittenere Spieler, dass ich entweder die echte Bindung spiele und dann hört ihr ja, dass das so ein bisschen gluckst, ja, dass es da so ein Nebengeräusch gibt. Wenn einen das nicht stört, ist es nicht schlimm. Ich kann aber auch stattdessen jeden Ton mit der Zunge anstoßen, aber den zweiten Ton, der ja normalerweise angebunden und ohne Zungenstoß wäre, mit einem super weichen Zungenstoß, sodass es klingt wie gebunden und so wie man es im Lied singen würde, dass ich es aber nicht echt binde. Und dadurch klingt es sauberer, als wenn ich es echt binde. Es ist auch völlig legitim, denn eine Bindung muss ich nur spielen, wenn ein Komponist für die Blockflöte die speziell vorgeschrieben hat in seinem Stück. Aber hier ist es einfach ein Gesangsstück und da kann ich diese Bindung entweder so verwirklichen, indem ich wirklich anbinde und ohne Zungenstoß spiele, aber auch indem ich es ganz weich anstoße. Und das kommt auch viel in Barockstücken vor, die zum Beispiel im Original für die Violine komponiert sind und die wir dann als Bearbeitungen auf der Blockflöte spielen. Und das ist sehr gut, wenn ihr das da könnt, dass ihr so weich anstoßt, dass es klingt wie gebunden.
damit eben nicht diese blöden Registerwechsel zu hören sind, die wir bei der Blockflöte haben, zum Beispiel von der ersten Oktave in die zweite. Herausforderung Nummer 5 in diesem Stück ist eure Atemführung. Das heißt, ob eure Töne irgendwo absinken oder ob sie nach oben schießen. Ob euer Ton nicht insgesamt zu leise klingt, irgendwie zu dünn und ihr eigentlich unter den Möglichkeiten eurer Blockflöte bleibt. Als Anfänger könnt ihr das direkt von Anfang an probieren, indem ihr nie unbewusst einfach losspielt, sondern gut hinhört, ausprobiert, wie weit kann ich denn gehen auf meinem Ton, dass es nicht zu laut ist und quietscht und wie weit darf ich nach unten absinken. Denn gerade bei Erwachsenen, die neu anfangen, ist es oft so, dass sie zu vorsichtig blasen und alles so ein bisschen untertourig und dann kann es einfach nicht so richtig schön klingen. Aber auch das ist sehr häufig bei fortgeschrittenen Spielerinnen und Spielern der Fall. Das habe ich auch, glaube ich, vor kurzem in irgendeinem Video gesagt. Ich würde mal sagen, 90% von euch spielen zu leise. Also ist das vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal an einem so einfachen Liedchen wie diesem eure Tonführung, eure Tonqualität mal zu trainieren. Ja, und Herausforderung Nummer 6 hat damit auch zu tun, nämlich wie gestalte ich die einzelnen Töne. Also, dass ich erstmal in der Lage bin, sie grundsätzlich ganz gerade zu blasen. Dazu kann man auch einfach mal nur gerade Töne üben. Dass ich vielleicht sogar ausprobiere, ob ich sie etwas formen kann, also etwas abgerundet an den Enden. Also am Anfang etwas zarter anfangen und am Schluss etwas abrunden. Und auch das ist wieder was diejenigen, die schon so weit sind, einfach mal an so einem einfachen Lied ausprobieren können. Ja, und dann 7. und letztens, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, dass ich 7 Ideen für euch habe, womit ihr euch hier selbst ein bisschen trainieren und herausfordern könnt bei dem Stück. Das ist eine unterschiedliche Artikulation, also Abwechslung darin, wie hart oder weich ich mit der Zunge anstoße. Und wie lange und kurz ich die Töne klingen lasse. Also wohlgemerkt, wie lange ich sie klingen lasse. Ich kann natürlich nicht aus einer punktierten Viertelnote plötzlich eine Achtelnote machen und dann früher weiterspielen. Aber ich kann sie natürlich mit einem Staccato versehen. Und das kann man in dem Lied mal bei manchen Viertelnoten machen, dass man die einfach im Staccato spielt. Und an anderen Stellen in dem Stück passt es sehr schön, wenn ich die Töne im Portato schön verbinde, sodass es gesanglich klingt, aber trotzdem noch deutlich voneinander getrennte Töne enthält. Ja, und auch das kennen auch die Fortgeschrittenen unter euch. Mein Mantra auch im Einzelunterricht bei euch heißt ja immer unterschiedliche Artikulation, Abwechslung mit Tü und Dü und lang und kurz. Denn das ist sozusagen das Gewürz für jedes Stück.
Ihr merkt also, aus jedem Musikstück und aus jedem Blockflötenstück kann man einiges herausholen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, ob es euch gelingt, ob ihr das übertragen könnt auf eure Sonaten oder Suiten, die ihr vielleicht spielt. Und ja, also wenn ihr in diese ganze Materie noch tiefer eintauchen wollt, dann könnt ihr natürlich einen meiner Kurse durcharbeiten. Die gibt es ja für Einsteiger und für Fortgeschrittene. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!